So, hallo. Hier am Stand von World of Heli bei der Rotolife 2024. Endlich wieder eine Rotolife und natürlich endlich wieder neue Modelle von World of Heli und von SAB. Hauptsächlich von SAB gibt es jetzt dieses Jahr den Il Goblin. Il Goblin, eine Mischung aus Italienisch und Goblin, wie man so will. Aber kommt doch einfach mal mit, guckt es euch an, weil hier gibt es ganz, ganz geile New Features. Da haben wir hier Il Goblin ohne Haube. Hauptsächlich fällt auf, wir haben jetzt auf vielfachen Kundenwunsch, warum man es auch immer braucht, eine 15 mm Hauptrotorwelle aus Titan. Extrem leicht, extrem stabil. Was wir weiterhin haben, es wurde viel beklagt, es wurde zu viel Spiel geben am Hauptrotorkopf. Die Taumelscheibenmitnehmer sind jetzt breiter, größere Lager drin und damit hat man einfach viel mehr exakte Steuerung, kein Spiel mehr drin. Weiterhin haben wir hier oben, was auffällt, an den Blattgriffen solche Einschnitte drin. Die sind dazu da, dass diese Halter, also die am Blattgriff zur Steuerung sind, sich nicht mehr verdrehen können, weil sie sind hier drin mit einer kleinen Ausfräsung fixiert. Vorteil ist, beim Vorgängermodell, beim Kraken und auch beim Raw, wenn die abgebrochen sind, sind die Schrauben abgebrochen, die Schrauben steckten drin, hat keiner mehr normal so schnell rausbekommen. Jetzt ist das nicht mehr möglich, weil es hier fixiert ist. Dann geht es weiter. Wir haben, um die Last von dem Freilauflager in der zweiten Getriebestufe zu entnehmen, haben wir hier unten ein Stützlager bekommen, was in dem Getriebe jetzt einfach hier unten nochmal diese ganze sogenannte Preload etwas reduziert. Des Weiteren haben wir ein ganz niedliches System von Riemenspannern. Eine Seite, die zweite Seite. Hier drin befindet sich eine Feder, die den Riemen spannt und auf der riemenablaufenden Seite mit dem Rad sozusagen, wie man hier oben wunderschön sieht, über das Heck, wie früher einstellbar, die Spannung des Riemens und hier wird es dann angezeigt, wie viel man dann laut Anleitung dazu braucht. Des Weiteren, man versucht es mal wieder auch bei 12 oder 14S mit einem Batteriesystem, was dann hier vorn rein, das ist jetzt erstmal nur der Probe 3D-Druck, wird es dann in Kunststoff geben, wo hier vorn dann die Batteriekonnektoren relativ leicht, kommt doch mal rum, Simone, hier gibt es das wunderschön zu sehen. Also es hat sich wieder mal Enrico was einfallen lassen, soll nicht groß gefummelt werden, man bekommt es jetzt hier einfach reingesteckt, indem man hier mit Schwung macht, steht. Ja, das, was hier von ganz vielen schon angesprochen wurde, Heckservo, ist jetzt erstmal nur hier hinten dran gekommen, ist natürlich geschuldet der ganzen Geschichte der schmale Boom, der kleine Abstand zwischen dem Riemen, bekommt man kein Heckservo mehr ans Rohr, wird nicht final sein, wird es bestimmt noch eine Änderung geben dazu. Dann haben wir, als auch noch hauptsächlich zu erwähnen, ein neues Heck. Und zwar gibt es hier die Heckrotorwelle aus dem Ganzen gefräst in 8 mm, hohl gebohrt. Das Ganze natürlich, die Führung hier oben, größere Lager, alles etwas stabiler. Dann wunderschön zu sehen, um Gewicht zu reduzieren und trotzdem Stabilität zu haben, nimmt man hier ein Aluteil und fräst das aufwendig aus. Ja, ansonsten Heckblatthalter sind auch neu in der Form, leichter. Und man ist wieder dazu übergegangen, aus dem Raw und aus dem Kragen eigentlich einen Mix zu machen, indem man sagt, man hat endlich wieder den Key Fact, also sprich das Heckrohr als Boom gefertigt in Carbon-Glas-Variante. Hier ist die vorläufige Haube, die im Moment noch zu schwer ist, aber in dieser Art wird es aussehen. Und diese ganzen Key Facts, wenn die Simone mal noch eins weitergeht, hat man dann auch hier. Das hier ist die alte Raw-Variante. Wenn man dann hier mal dreht, das bleibt direkt stehen, Hauptrotor. Und das ist die neue Getriebevariante. Da sieht man schon, irgendwie geht es leichter. Liegt nicht am Fett, sondern liegt direkt daran, dass es einfach besser geht. Hier auch nochmal zu sehen, diese 8 mm Heckrotorwelle. Und dann hat man aufgrund dieser Enge des Riemens hier oben sich für eine Führung entschieden, damit der Heckriemen natürlich auf das Heckrad ordentlich aufläuft. Ja, und dann sind wir auch schon wieder einen Meter weiter bei Genesis.
Genesis F3C Hubschrauberentwicklung von SAB. Und ich muss ganz persönlich sagen, genauso wie er hier steht, einpacken, nehme ich mit. Farbe perfekt, Design Hammer. Aber gut, darüber kann man sich wie immer streiten. Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Jeder macht es ein bisschen anders. Ich finde einfach schon, wenn man sich das Ganze jetzt mal von vorn anschaut und wenn dann die Simone mal rumkommt und einfach mal so von hinten reinguckt hier in den Heli, dann sieht man ja schon, diese Konstruktion, das sieht einfach hammermächtig aus. Und hier hat man einfach das Gefühl, ich will den jetzt nehmen und will jetzt losfliegen und lasse den einfach durch die Luft schnurren. Auch hier wieder System mit Heckeinschub ist geplant. Ob das jetzt final so wird, lieferbar, um das gleich vorwegzunehmen, wird dieses System sein in 2 bis 3 Monaten. Natürlich bei World of Heli, wo denn sonst. So, und dann haben wir hier, um uns das mal hier anzuschauen, haben wir hier diese Lösung. Das ist eigentlich die Neuerung bei diesem Heli-System, was die Genesis und Urukai-Reihe angeht. Wir haben hier ein komplettes Riemengetriebe. Wir haben hier kein Metall mehr dazwischen. Wir haben hier nur noch dieses wirklich die große Aufnahme für die Hauptrotorwelle. Hier auch in 15 mm Titan und die erste Getriebestufe mit Riemen und Freilauf direkt in diesem Aluminium-Riemenrad. Warum ist das Riemenrad so groß? Na klar, wir können ja hier vorne nicht endlos Motorräder drauf machen oder Motorzahnräder drauf machen. Wir müssen natürlich die Übersetzung wahren. Ob das jetzt die finale Größe ist, wissen wir noch nicht. Wird jetzt die Entwicklung weiterhin zeigen. Aber im Grunde wird das Ganze so wahrscheinlich in Serie gehen. Wir haben hier auch wieder diesen Riemenspanner für den Heckriemen. Ist genauso wieder ausgeführt. Man kann die Spannung ablesen an dem Teil und kann das wieder über das Heck hinten mit diesen Langlöchern wie gewohnt beim Goblin die Spannung einstellen. Ja, Hauptrotorkopf das gleiche. Hier werden die Anlenkungsarme natürlich etwas länger sein, aufgrund der Geometrie, die man fürs F3C-Fliegen braucht. Ansonsten ist es einfach wieder so ein Goblin, wie gesagt, einpacken, nehme ich mit. So wie er ist, reicht für mich völlig zu, also für die meisten reicht es zu. Ja, und ansonsten haben wir hier die komplette Palette, auch zum Verkauf. Also wer heute noch Bock hat, der sollte doch einfach vorbeikommen. Also Spaß ist garantiert, neue Modelle sind garantiert, ja, und ansonsten gibt es jede Menge zu kaufen. Simone, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und euch, liebe Fans von Modellhubschraubern, das wird die Zukunft sein. Tschüss.